Oh man. Nee. That's fucked. Okay, Achillessehne im Arsch, Knie im Arsch, linkes Schienbein zerdödelt, Parkschein abgelaufen und ich muss dringend auf den Topf. Okay, das wird heute nichts mehr. Oh man. Einen Versuch noch. Alrighty. Jo, hi, hier ist der Note, das Rollkind. Grüß Gott. Ich habe uns hier ein kleines Video zusammengeschustert und zwar von meinem letztjährigen Skateboard-Roadtrip durch Frankreich. Wobei das ein bisschen hochgegriffen ist. Ich bin quasi mit meinem Shitwagon durch Zentralfrankreich gefahren, am Fluss Loire entlang, hin zur Atlantikküste bei La Rochelle und habe unterwegs ein paar DIY-Skateparks, ein paar Dörfer, Schlösschen und Städtchen mitgenommen. Habt ihr alle brav abgefilmt, zusammen jetzt verwurstet und den Spaß kann man sich jetzt geben, wenn man Bock hat. Also willkommen und rauf aufs Brett! Nach dem kurzen Disclaimer, es gibt hier kein sonderlich großartig spektakuläres Skateboarding zu sehen, das muss ich gleich vorausschicken. Auch kein sonderlich spektakuläres Finale oder so. Nee, dafür muss man schon auf Teil 2 warten. Aber gut, für den Moment fangen wir da an, wo ich zuerst aufschlug. Und zwar in einem Kaff namens... Hello! Den Schatten aus dem Shirt nehmen. Das Rollkind ist heute in Troyes. Und Troyes ist in Frankreich. Und wo genau das in Frankreich ist, das müssen auch die Franzosen sagen. Ich habe nämlich nicht genau aufgepasst. Ich bin hier heute Morgen aufgeschlagen. Und was finden wir hier? Einen ziemlich duften Skatepark. Der sogenannte Troyes Bowl. Alright, ich habe mich jetzt eine halbe Stunde dran versucht, hier irgendwas hinzukriegen. Selbst das, was man hinkriegen könnte, das kannst du eigentlich vergessen. Du wirst das sofort ausgebremst. Von dem Schotter und von den Löchern. Schade um den Park, der ist schon 20 Jahre drüber. Also auf zum nächsten. Ich fahre also weiter nach Richtung Westen und komme an so einem Schild vorbei, Chateau irgendwas. Und da muss man natürlich sofort raus, denn wenn man in Frankreich auf einem Schloss trifft, ist es meistens was wert. Es hat ungefähr 270 Grad. Wir sind jetzt hier in Châteauneuf-sur-Loire, gebaut im 11. Jahrhundert. Und das ist halt einfach der Schloss hier in Frankreich. Diese ganzen alten Schlösser, ja, manchmal sind sie größer, manchmal kleiner. Ja, es sieht auf jeden Fall klein aus, ne? Hübscher Garten. Und eine Plakette, die sagt, das ist ein Hotel, da kannst du eh nicht rein, also tschüss. Ab ins Dorf, schauen, was da los ist. Hübsche Torbögen und eine typische Markthalle, die aktuell nicht bedient wird, aber die siehst du quasi in jedem französischen Dorf.
Es gibt noch ein schönes Haus und ein Kriegsdenkmal, wie auch in so ziemlich jedem Kaff. Okay, das Châteauneuf war jetzt vom Dorf her nicht der Oberknüller, aber es kommen ja noch ein paar, ne? Und zwar gleich 2 Kilometer weiter. Ein Dorf namens, 5000 Einwohner ungefähr, namens Chargaux. Und da sieht die Welt schon ganz anders aus, ey. Typische französische Dorfkonstruktion oder Stadtkonstruktion mit Parkplätzen quasi außerhalb des Stadt- oder Dorf- oder historischen Zentrums. Hier auch nochmal die Markthalle von dem Dorf. Ich sage immer Dorf, das ist eine Stadt. Leider gut ausgestorben. Zumindest hier an dem Nachmittag. Die Jungfrau von Orléans kam wohl in dieses Kaff und hat es befreit mit 5000 Mann. Und zwar am 12. Juni 1429. Gute Frau. Jo, wir sind auf jeden Fall im Johanna County hier. Auch wunderhübsch. Chargaux wie Joannique sind anscheinend recht stolz drauf. Ja, yeah, ich liebe so ein Shit. Wie das duftet. Jetzt müsste man nur noch Französisch sprechen können. Oder ein Buch schon gelesen haben, um es dann auf Französisch nochmal zu lesen. Oh, Le Voyage de Gulliver. Wow. Oh, das nehme ich mit. C'est difficile d'écrire l'agitation d'espèces de... Schöne Stadt. Weiter. Okay. Wir sind nicht mehr in der Stadt Troyes. Wir sind jetzt in der Stadt Blois. No kidding. Blois ist 2 Stunden weg von Troyes. Und ich wollte heute Mittag da sein. Jetzt ist es 6 Uhr vorbei. Und ich dachte, hier ist zumindest ein bisschen was los. Aber nö. Schauen wir uns mal an. Das ist ein ziemlich cooles Centerpiece. Ziemlich nettes Curb. Coole Bank mit Curb Cut. Das ist mal ein Curved Ledge, den man auch nicht oft sieht. Eine ziemlich funky Hip. Holy Schmidt, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ein Oldschool Taco. Curved Ledge, und zwar richtig lange. Und echt mal ein saupfiffiges Rooftop. Der Typ Emmerich, der da noch dazu kam, der hat mit seinem Style auf jeden Fall den Part gerettet, ey. Ja, der Kerl, ziemlich dufter Dude, ist seit 20, 25 Jahren da skatender Local und er konnte mir dementsprechend viel über die Szene und eben hier den Skatepark erzählen, was ziemlich interessant war.
You have a lot of skate parks, but not many skater designed skate parks like this one. So this one, everybody who visits is like, oh, this is really good. And you're like, yeah. Right. Yeah. And my friends who made the park, they've been skating this city for as long as I have, like for 20 years. So they know exactly and we have so fucked up spots here, like everything is so difficult to skate. They know exactly what's going to be challenging and what's going to like fuck you up or make something easier. So yeah, especially the curb cut, man. Yeah. The right. Everything is perfect. Yeah, I see what you mean. So the angle of the bank and then the height of the curb. It's good. It's almost like coping, Yeah. Yeah. And we pushed for maybe 10 years to get something built here. Yeah. And my friends basically managed the project. Now they have a skate park company. But back when they made this one, they didn't have one yet. Oh. So they worked with the city. It was mostly city workers who had to do the work. So nobody who knew actually how to design a skate park, but they went according to their plans. And so that's why there's some mistakes, like the bottom of some ramps, it's always cracking a little bit, like this, or at the bottom of the bank. It's because the city workers didn't know what they were doing, and they just like, yeah. It's really cool. And before this prototype here, we call the half spoon. Half spoon. Yeah. We call it a taco. There used to be like a mini flat bar, because on the blueprints of the skate park, my friends had put like a little like just a little line, saying for scale, like this is 1 meter, And so the city workers actually put a little flat bar, like it was super short. That's not true, really. Yeah. And so it's so funny. Stayed there for maybe like, I don't know, 3-4 years, and then they took it out and they said, no, you have to change this because it was so random. You had a little flat bar, it was like this long. But it was exactly 1 meter. Yeah. Well done, man. Als dann die Session vorbei war, wir tauschen noch Kontakte aus, erzählt mir Emmerich, wo ich noch am besten parken kann zum Übernachten. Denn ich habe ja noch gar nichts gesehen von der Stadt, außer dem Skatepark. Also, nächsten Morgen raus, Rauch aufs Brett und rein nach Blois. Ja, wirklich das Tolle an dem Blois sind die ganzen versteckten, labyrinthartigen Gänge und Gässchen. Kleine Mini-Labyrinthe, für mich zumindest. Ja, wahrscheinlich stelle ich mich bloß blöd an. Auf jeden Fall macht es ziemlich viel Spaß, hier verloren zu gehen. Oh ja, hier das Stadtschloss. Ein ziemliches Ungetüm, vereint irgendwie 3-4 verschiedene architektonische Zonen, Stilrichtungen in sich, was mehr oder weniger gut funktioniert, wenn du mich fragst. War auch mal Sitz des Königs und war auch mal dementsprechend einflussreich, diese Stadt hier, aber das ist schon ein paar Jahrhunderte her. Was dieser Zirkus hier soll, keine Ahnung. Ja, ich schätze mal so um die 50.000 Leute sollen hier leben. Ach ja, hier ist die auch eine sehr berühmte Kirche. Die Statue von Jeanne d'Arc, die auch hier tätig war. Wunderschön. Ja, und dann komme ich tatsächlich an dem Skatepark von gestern Abend wieder vorbei, rein zufällig. Und dann stellt sich nämlich raus, wie nahe praktisch der Skatepark mit dieser Altstadt verbandelt ist. Ich hatte ja keine Ahnung. Er trifft sich auf jeden Fall gut, weil ich hatte am Vorabend mich noch dran versucht, einen Varial Kickflip aus so einem Kicker rauszuziehen, was überhaupt nicht funktioniert hat.
Aber jetzt, wo ich ja nochmal da bin, wird es ja sicherlich gleich klappen. Jo, das hat sich gelohnt, ne? Ja. Ich hasse es, mit dem Handy aufzunehmen, ey. 5 Minuten reingelabert und dann war es nur ein Foto. Okay, wir sind jetzt nicht mehr in Troyes, wir sind nicht mehr in Blois, wir sind jetzt in Tours. Und in Tours gibt es mehrere Skateparks. Ich habe mich verfahren und fand nicht den ich wollte, aber trotzdem was Geiles. Und zwar auf der Ile de Simon, also quasi eine Insel im Fluss La Loire, gibt es einen Betonpark, einen DIY. Und der sieht mega aus. Und zwar so. Schade, der Park ist echt cool. Der Belag ist mitunter das Schlimmste, was man an einem Skatepark erwarten darf. Ziemlich schäbig, aber die Rampen an sich sind saugeil geschnitten, ey. Also, es macht keinen Sinn bei 40 Grad hier. Ja, ist nicht 40, 35 oder so. Weiter im Geschäft. Jo, das war ziemlich brutal. Bei ungefähr 97 Grad im Schatten. Ich habe mich dann auch wieder verdrückt und kam abends tatsächlich auch schon bei meinen Freunden in La Rochelle an. Und brauchte erstmal eine Pause. So, am nächsten Tag stellt sich raus, ist der 21. Juni. Und was ist da? Fête de la Musique. Das große Musikfestival, was man quasi in jeder französischen Stadt feiert und auch in anderen Städten in Europa und weltweit. Und ja, wenn man schon mal da ist in La Rochelle, in so einer malerischen Stadt bei Fête de la Musique, muss man sich den Spaß natürlich geben. Bei 10.000 Leuten mit dem Skateboard. Natürlich, was kann schon schief gehen? Ja, es kann überhaupt nichts schief gehen, wenn man hier so grazil wie ein Rehlein auf Rollen hier durch die Menschenmassen schlängelt. Und halt brav vom Deck absteigt, wenn es dann doch ein bisschen zu dicht wird. Ne? Naja, und dann sind die Straßen irgendwann frei, man will eigentlich nur noch nach Hause. Man fühlt sich noch wie so der coolste Dude östlich vom Atlantik. Und jedes Mal, wenn man sich sowas denkt, ja, dann bestraft einen der liebe Gott sofort. Zu Recht. Aber ist es nicht ein fantastischer Soundeffekt, oder? So wumpig, mit so metallischen Scheppern noch dazu. Blöd nur, dabei ging meine Zehe drauf. Ja, und was willst du machen, wenn es dich hier so peinlich auf die Fresse legt? Einfach aufstehen, abklopfen und so tun, als gehört das alles zur Show, aufsteigen, weiterrollen und still in sich hinein jammern, ey. Ja, und das noch für die nächsten 5 Kilometer, bis man dann nicht zu Hause ist. Ich glaube, mein
großer Zeh brach gestern, als ich einen Bauchplatscher auf der Straße vollführt habe. Ich flog auf meine Kruzifix und auf meinen großen Zeh. Und das ist Wurst. Und ich kann nicht ollern, ich kann nicht laufen, ich kann nur blöd schauen. Oh man. Ja, also die Zehe war jetzt nicht gebrochen. Habe ich mir zusammen spekuliert. 3 days later. In Rochefort. Mein Zeh ist immer noch im Arsch. Ich kann eigentlich nur mit links pushen, was mir eigentlich gar nicht liegt. Boah, aber ich werde schon irgendwie durchkommen. Ja, Rochefort. Interessant gestaltet für eine französische Stadt. Sehe ich zumindest seltener dieses wirklich schachbrettartige Muster. So 25.000 Leute sollen hier leben und die Stadt war früher, also vor 300-400 Jahren, das landeswichtigste Marinedepot. Also die sind nicht wirklich am Meer, wir sind 20 Kilometer im Landesinneren, aber nichtsdestotrotz das ehemals größte Marine-Waffendepot und ja, wurde allerdings vor 100 Jahren dicht gemacht. Jetzt ist nichts mehr los, außer, naja, so Touri-Kram halt, ne? Er wird noch ein Glas. Ja, und wer rollen kann, der kann auch gleich richtig skaten gehen, oder? Alright, wir sind jetzt hier am Skatepark in La Rochelle, Portneuf. Weiteres perfektes Beispiel, dass die Franzosen wirklich verstehen, wie man Skateparks baut. Boah, einfach nur fett, dieses Curbcut hier. Aber hier eine saucoole Ledge. Rooftop Rail Combo. Fettes Rail. Neben einem London Gap. Absurd geile Pyra. Hier mit dem Rail in der Mitte. Und einer Ledge Extension. An der Seite, weil man es kann, ist noch eine China Bank. Rooftop, scheiß mich tot, keine Ahnung. Und Lolly Table. So sieht ein geiler Streetpark aus. Tippfall gibt es natürlich für die Bowl Shredder auch was, und zwar diesen Double Bowl, beziehungsweise einen mit Deep End und Shallow End. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier gehen soll mit mir, aber ich werde einfach mal 2-3 Runden locker durch die Gegend fahren und schauen, ob ich irgendwie warm werde und irgendwas machen kann. Ansonsten muss ich früher oder später hier zurückkommen. Es ist einfach zu schön hier.
Alright, Fazit der ersten Stunde. Ich brach meine Kameralinse, cool. Ich brach mein Deck an, das passiert mir viel zu oft. Meine Achillessehne ist im Eimer und mein Zeh, ja, ich sollte pausieren. Ich schaue jetzt mal, ob ich irgendwo einen Skate-Shop finde. Ich bräuchte nämlich unbedingt neue Schuhe. Und dann muss ich früh genug wieder zurück, weil der Park ist einfach der Oberhammer. Aber jetzt erstmal zum Skate-Shop. Neuer Stuff. Hulala. Ja, La Rochelle, eine Hafenstadt, falls das noch nicht klar war. Ja, mitunter war das sogar die wichtigste Hafen- und Handelsstadt Frankreichs bis vor ein paar hundert Jahren. Es war quasi eine Hugenottenhochburg, also hier waren die französischen Protestanten ansässig. Und weil es der katholischen Krone nicht passte, wurde die Stadt 1627 erstmal ein Jahr lang belagert, bis sie dann aufgab und dann quasi ins zentralistische Frankreich eingegliedert wurde. Die Stadt hat historisch einiges zu vermelden, hat einiges durchgemacht. Ich meine, die Stadt ist über 1000 Jahre alt. Oh ja, hier der große Glockenturm, das Einfallstor in die Altstadt. Und ja, es gibt hier quasi Postkartenmotive an jeder Ecke. Ja, und die ganzen Arkaden hier, ja, die legen Zeugnis ab von den ganzen Händlern, die hier über die Jahrhunderte in den Arkaden bei Schlechtwetter ihr Zeug verkauft haben. Und wir sind zurück. Na, ich könnte ewig im Kreis fahren, ey. Alright then, guten Morgen, grüß Gott, guten Mittag. So, ich bin jetzt in Agrefeuille du irgendein Kaff, das nennt sich Agrefeuille. Das ist in der Nähe von Surchères. Das liegt zwischen irgendwas und La Rochelle. Das ist die totale Pampa. Ich bin hier, weil es einen anderen Park von Antidote Skateparks gibt. Und die wollte ich ein bisschen auschecken, nachdem ich ja so begeistert war von den anderen. Hier hat mich quasi ein Typ im Skate Shop in La Rochelle hergeschickt. Und den nehmen wir jetzt mal kurz mit. Es ist Samstag, es hat über 30 Grad im Schatten. Ich werde einfach nur ein paar Runden ziehen und dann Park vorstellen und dann weiterschauen.
Wow! Also der Park ist auf jeden Fall knackiger als bisherigen Antilope. Eine Ledge, Rooftop Ledge, was auch immer das da hinten ist. Und die Bank der Hölle. Mal gucken, ob ich da was hinkriege, aber ich weiß mal nicht. So ein Mini-Table in der Mitte. Alter, wie cool ist das denn hier? Tja, leider Gottes kann ich nicht wirklich Bowl fahren, aber muss ich halt mal lernen, ne? Oh, hey, ganz ehrlich, mir wird langsam schwindelig. Es ist zu brutal. Für solche Temperaturen bin ich nicht gemacht. Was sich mal wieder hier schön zeigt an dem Park, das gleiche Problem haben wir auch, das kenne ich ziemlich gut aus Deutschland mit unseren Parks, zumindest mit den neuen. Da wird einfach mega viel Geld ausgegeben und oft kommt auch was Brauchbares bei raus. Hier auf jeden Fall ein absolut mega cooler Park, aber es gibt halt keinen Schatten, kein Baum, kein gar nichts. Das ist völlig absurd. Man brütet hier in der Sonne. Ich meine, ich setz mich dann in meinen Shitwagon, aber das ist quasi unmenschlich. Das kannst du keinem antun. Das heißt, was bringt dir der geilste Park? Der kann ja keine Ahnung was, wie viele Trophäen gewinnen als geilster Park Europas, wenn keiner fahren kann. Weil man dann auf den letzten Meter kein Geld mehr hat für irgendwelche Bäume oder Unterschlüpfe oder so. Das ist echt ein Trauerspiel, ey. Du weißt nicht, was du machen sollst. Aber okay. Aber ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, trotzdem mich nochmal ordentlich auf die Fresse zu legen und dabei meine linke Zehe genauso zu zerschießen wie die rechte Zehe ein paar Tage vorher. Worth it. Not. Not. No. Ja, summa summarum musste halt wieder Pause machen. Ne? Und blöd bloß, dass dann schon der Tag der Abreise langsam kam und ich eigentlich nur noch Zeit für eine Mini-Skate-Mission hatte. Ja, und ich dachte mir, machen wir diesen Kickflip noch in Port-Neuf. Ich habe jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde. Vielleicht passiert was, vielleicht auch nicht. Bin gespannt, worauf es hinausläuft. Spoiler, es wird nichts raus. Null, no, nada, Aber hey, zumindest kam noch ein cooler Dude dazu, Nathan. Und der hat sich tatsächlich dazu bereit erklärt, sich mit mir die Stufen darunter zu schmeißen. Hat den Kickflip aber selber auch nicht gestanden. Und das ist wirklich verhext, kann man nicht anders sagen. I didn't freak. Oh. What the fuck is going on? Perfect. Wir haben dann auch weiter gefilmt. Der Typ, der zieht die fettesten Hardflips über die Hip, über die Pyra. Aber ja, alter Skateboarder-Fluch. Sobald die Kamera läuft, geht halt nichts mehr. Ist so. Oh yeah. 2 hours later. Sieht man den Kruzifix? Sieht man diese komischen Bobble auf der Kamera? Ja, genau. Das ist das neueste Feature meiner 360 Cam. Denn jetzt ist nämlich auch die andere Linse im Arsch. So viel zu meiner 2-stündigen Exkursion hier zum Port-Neuf Skatepark. Zweite Runde. Oh mein Gott, sieht das mies aus.
Es ging nicht viel. Mein bescheuerter Kickflip funktioniert immer noch nicht. Mein bescheuertes neues Deck haut einfach nicht hin, wie ich mir das vorstelle. Frust. Es sind fucking jetzt schon über 30 Grad. Manchmal haut es halt einfach nicht so hin, wie man will. Dafür einen coolen Dude kennengelernt. Nathan aus Royan. Und den werde ich demnächst wieder sehen. Also das nächste Mal, wenn ich in Frankreich bin. Vielleicht auch dieses Jahr oder ansonsten nächstes Jahr. Also so weit, so gut. Dafür hat es sich fast gelohnt, den Dude kennenzulernen, mit dem eine kleine Session zu fahren. Aber es hilft nichts. Dafür habe ich jetzt praktisch meine 360-Kamera geopfert. Auch wieder nur typisch, eigentlich. Ja, meine Damen und Herren, Sie werden gerade Zeuge vom spektakulär unspektakulärsten Finale aller Skate-Videos ever. Das war's nämlich. Ein nicht gestandener Kickflip in La Rochelle Portneuf. So oder so, ich habe noch ein paar Sonnenuntergangsaufnahmen beim Cruisen zusammengeschustert, habe ein bisschen Klimbim-Mucke drunter gelegt und damit entlasse ich euch jetzt. Sag nochmal Danke fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zum Teil 2 oder beim nächsten Trip sonst wohin. Cheers! Aus der Reihe Skaten wie No in Frankreich. Im letzten Zipfel von nirgendwo. Wirklich keine Ahnung, wo ich bin. Scheißegal, ein Skateboard ist dabei.